Der Elektroautoproduzent BYD senkt die Preise in seinem Heimatland China um 30%, was zu einer Panik bei den anderen Herstellern führt. Sogar die Regierung mahnt zur Vorsicht angesichts einer drohenden Krise in Chinas Vorzeigebranche. Und weil die Autoindustrie in China global immer präsenter wird, ist sie auch wichtig für uns. Was da gerade abgeht, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Mit Project Drive mache ich jetzt schon seit einiger Zeit einen Haufen Preview-Videos von neuen Fahrzeugen, die teilweise noch nicht oder bald auf den Markt kommen. Hauptsächlich Elektroautos. Und dann sind die meisten auch noch asiatisch. Nicht, weil ich sie so sehr mag, aber nicht falsch verstehen, es gibt mittlerweile viele sehr gute asiatische Autos, sondern wegen der schieren Masse an neuen Autos, die hauptsächlich eben aus China kommen. Die Elektroautoindustrie Chinas wird im Ausland als eine fast übermächtige Naturgewalt angesehen. Ein Blick in das Land selbst offenbart jedoch eher das Gegenteil. Die Angst vor einem Zusammenbruch der Vorzeigebranche. Der Auslöser ist ausgerechnet der Platzhirsch und Marktführer selbst, BYD. Der Grund? BYD legte Ende Mai 2025 die nächste Stufe im Elektroauto-Preiskrieg in China ein. Der größte Elektroautoproduzent Chinas reduzierte die Preise von 22 Modellen um bis zu 30%. Der Mini-Hatchback Seagull ist nun für einen Preis von umgerechnet etwa 7.800 US-Dollar erhältlich. Wie gewohnt folgten daraufhin andere Hersteller. Allerdings geschah dieses Mal etwas anderes. Die Senkung der Preise sorgte in Industrie und Politik für eine Art von Panikattacke. Im Mai äußerte Wei Jianyun, der Geschäftsführer des Automobilherstellers Great Wall Motor, eine Warnung vor einer sich ähnlich katastrophal entwickelten Situation wie in der chinesischen Immobilienbranche. Die Insolvenz des Immobilienkonzerns Evergrande führte zum Platzen einer enormen Immobilienblase, die weitere Unternehmen in den Abgrund zog und das einst rasant wachsende Wirtschaftswachstum Chinas massiv ausbremste. Wei sprach nun das Urteil aus, dass es bereits ein Evergrande der Autoindustrie gebe, das jedoch noch nicht explodiert sei. Einige Autohersteller seien süchtig danach, Geld für Marktanteile zu verschwenden, während sie Profitabilität und Innovation außer Acht ließen. BYD wies die Warnung zurück und rechtfertigte die Preissenkungen als Teil seiner eigenen Überlebensstrategie. Selbst die Führungsriege der Partei und des Staates warnt jedoch vor einer Krise in der Automobilbranche. Das Organ der kommunistischen Partei, die Renminribao, berichtete schon von ungeordneten Preiskriegen, die Gewinne in der gesamten Lieferkette dezimieren und das Ökosystem gefährden würden. Und das Verkehrsministerium merkte öffentlich an, dass Preiskriege keine Gewinner haben, geschweige denn eine Zukunft. Die Intervention in diesem Ausmaß durch den Staats- und Parteiapparat lässt darauf schließen, dass die Machthaber die Gefahr einer systemischen, finanziellen Instabilität in einer strategisch wichtigen Branche wahrnehmen. Die Wirtschaftslenker sind sich der Mechanismen von Blase und Pleitewelle jedoch bewusst. In China ist es Teil der Industriepolitik, Überkapazitäten aufzubauen und Preise zu senken, um globale Konkurrenten auszuschalten. Dies hat bei Solarzellen und seltenen Erden, von denen die Welt auf China angewiesen ist, hervorragend funktioniert, sowie in anderen Bereichen wie Batterien teilweise. Die Autoindustrie folgte lange demselben Muster. Es existieren offiziell 115 chinesische Marken für Elektroautos, von denen viele klein und schwach sind, aber Unterstützung von ehrgeizigen Lokalregierungen erhalten. Einige dieser Unternehmen sind wahrscheinlich nur Scheinfirmen, die staatliche Förderungen und Kredite in die eigenen Taschen umleiten. Deshalb gehen Fachleute schon seit geraumer Zeit von einer rigorosen Auslese und einem Tsunami an faulen Krediten aus. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Autoindustrie aufgrund ihrer tiefen Lieferketten systemisch bedeutender ist als viele andere Industrien. Es besteht also die Gefahr, dass noch mehr Subventionen und Kredite verloren gehen als in früheren Fällen. Die Problematik wird dadurch verstärkt, dass die neue Welle der Preisreduzierungen eine Industrie trifft, die bereits geschwächt ist. Die Autoindustrie leidet seit vielen Jahren unter massiven Überkapazitäten und Preiskämpfen. Die Zahlen sind gnadenlos. Bis 2025 soll die Produktionskapazität für Elektroautos in China auf 36 Millionen Fahrzeuge steigen, während die Verkaufsprognosen lediglich 14 Millionen betragen. Dadurch ergibt sich ein Überschuss von 20 Millionen Einheiten. Zum Vergleich, das übersteigt die gesamte jährliche Autoproduktion Europas. Es trifft insbesondere die schwächeren Elektroautohersteller, die bereits Verluste verzeichnen, sowie die Zulieferer, die als Quelle für zinslose Kredite missbraucht werden.
Im Durchschnitt bezahlen chinesische Autohersteller ihre Zulieferer nach 182 Tagen, während westliche Hersteller dies meist nach 1 bis 1,5 Monaten tun. Die Auswirkungen des Preiskampfs sind besonders gravierend, da er die unteren Preissegmente trifft, in denen die Gewinnmargen ohnehin gering sind, wenn sie nicht sogar ganz fehlen. Deshalb nimmt die Besorgnis zu, dass selbst etablierte Marken scheitern könnten, wenn die gewohnte Pleitewelle die Spreu vom Weizen trennt. Wie Y jedoch anmerkte, haben viele Unternehmen ihren Aufstieg auf Kredit finanziert, wobei einige in einem gefährlichen Ausmaß waren. Einem Bericht der chinesischsprachigen Nachrichtenseite China.com zufolge werden 20% der Autounternehmen mit einer Schuldenquote von über 70% als gefährlich hoch verschuldet angesehen. Demnach gehören dazu der weltweit führende Elektroautohersteller BYD sowie Geely, Eigentümer von Volvo, mit 74,6 oder 88,6%. Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass die tatsächliche Verschuldung von BYD deutlich über dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert liegt. Selbst der Kritiker Wei versucht, seine Schulden abzubauen und hat dabei Erfolg. Great Wall konnte seinen Schuldenstand von 61% zum Ende des Jahres 2024 bis ins erste Quartal um 2,5 Prozentpunkte verringern. Dies geschah allerdings vor der verheerenden Preiskonkurrenz von BYD. Es handelt sich also um eine riskante Wette. Was wäre, wenn sich BYDs Rechnung nicht bewahrheitet und die schwächeren Mitbewerber sich nicht schnell genug aus dem Markt zurückziehen? Dann droht ausgerechnet die Industrie, die als Symbol für Chinas technologische Überlegenheit und Zukunftsfähigkeit galt, an ihrer eigenen Erfolgsformel zu ersticken. Man sieht also im Umkehrschluss, dass die Blase tatsächlich platzen könnte und sehr viele chinesische Autohersteller demnach pleite gehen. Wenn man eben auf Krampf versucht, konventionelle Autohersteller wie VW, BMW, Audi und so weiter auszustechen und sehr viel Geld reinpumpt, dann kann es eben auch mal bergab gehen. Noch ist es natürlich zu früh zu sagen, ob dort drüben der Laden den Bach runtergeht, aber aktuell sieht es schon sehr danach aus, dass sehr viele chinesische Autohersteller zumachen werden. Jüngstes Beispiel ist Neta. Das war eine sehr vielversprechende Marke und die hat jetzt erst vor kurzem Insolvenz angemeldet. Es kann also am Ende wirklich jeden treffen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ein wenig Aufschluss gebracht, wie Chinas Autoindustrie ungefähr und auch nur leicht angeschnitten funktioniert. Lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!